Moin und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Fahrzeuge 5M ready machen könnt und wie ihr eine Lackierung schon bei einem hinzugefügten Auto nochmal ändern könnt, ohne dass ihr selber in den Photoshop rein müsst oder ohne dass ihr das selbst nochmal bearbeiten müsst. Und zwar starten wir jetzt erst mit dem Replacen und Add-on Cars 5M ready zu machen. Genau. Und dazu holen wir jetzt einfach ein Auto raus. Dafür habe ich jetzt einfach mal diesen hier genommen. Das ist ein Add-on-Car und ein Replace-Car. Das Auto müssen wir uns jeweils zuerst downloaden. Die Links zu dem Wagen findet ihr auch alle unten in der Videobeschreibung. Also alle Wagen, die ich nutze, sind unten verlinkt. Genau. Und jetzt haben wir hier schon Add-on und eine Replace-Variante. Dann nehmen wir erstmal die Add-on. Dann gehen wir hier rein. Und dann haben wir eine DLC RPF. So, dann öffnen wir OpenIV. Starten das Ganze normal. Und dann ziehen wir unsere DLC RPF hier rein. Dann erstellen wir einen neuen Ordner, den wir jetzt einfach mal Auto 1 nennen. So, hier ist Auto 1 drin. Dann findet ihr unten in der Videobeschreibung auch eine Autovorlage, die könnt ihr euch downloaden. Und da ist alles drin, was ihr für das Auto braucht. Da müsst ihr das Auto eben nur in den Stream-Ordner rein tun und eben jeweils das Handling oder die Vehicles.meta nochmal anpassen. Und zwar haben wir hier unser Auto 1 und jetzt ziehen wir hier diese 4 Dateien hier rein und dann passt das auch schon. Dann behalten wir uns das einfach mal offen. Dann gehen wir jetzt hier wieder in die DLC RPF, erstmal zu Common, Data und jetzt findet ihr hier Meta-Dateien. Die zieht ihr dann alle hier rein und ersetzt die anderen. Genau. Hier dann bei Levels GTA 5 ist noch eine Vehicles-Meta-Datei drin. Ist nicht immer so, aber ja, manchmal. Einfach alles ersetzen. Falls da jetzt keine Handling- oder Vehicles.meta-Datei drin ist, zeige ich euch gleich, wie ihr das nochmal selber konfiguriert. Auf jeden Fall gehen wir doch jetzt davor noch auf den Ordner x64, dann Levels, GTA 5, Vehicles, die RPF öffnen und diese 3 Dateien brauchen wir und die ziehen wir hier in unseren Stream-Ordner rein. So, und das war es eigentlich auch schon. Wir können hier uns das über die YFT-File angucken, das Auto. Das ist das Auto, sieht recht schick aus. Und das passt ja dann auch alles. So, und wenn ihr jetzt hier zurückgeht, und dann könnt ihr euer Auto schon in den FTP-Browser reinziehen und starten. Und bevor ich das jetzt mache, zeige ich euch noch 2 weitere Varianten, beziehungsweise einmal zeige ich euch, wenn jetzt keine Handling- oder Vehicle-Meter dabei ist, was ihr dann machen müsst. Und zum anderen zeige ich euch, wie ihr ein Replace-Auto hinzufügt. Als erstes öffnen wir den Stream-Ordner und drücken einfach F2. Dadurch bekommt ihr den Namen, beziehungsweise dann könnt ihr das Fahrzeug umbenennen, was wir aber nicht wollen. Wir wollen nur den Namen rauskopieren. Also einfach STRG C. Dann gehen wir wieder zurück. Dann öffnen wir hier die Vehicles.meta öffnen. Und jetzt bei der Vorlage wird irgendein anderes Auto stehen. Also hier auf diesen, alles was jetzt hier grün markiert ist, wird ein anderes Auto stehen. Das müsst ihr jetzt einfach ersetzen mit den Autonamen, mit STRG V. Das ist jetzt schon gemacht. Also ist das schon perfekt. Bei der Handling-ID müsst ihr das alles groß schreiben. Das Fahrzeug muss groß geschrieben werden. Bei Game-Name könnt ihr es groß schreiben, müsst ihr es aber nicht. Zumindest hat es bei mir auch so immer geklappt, wenn ich es klein geschrieben habe. Vehicles Make Name ist das jetzt hier nicht angegeben. Bei meinem Auto, also bei den Vehicles, die ich immer angebe, habe ich auch immer den Namen hingeschrieben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Schreibt auch einfach PS hin oder lasst es einfach so, ihr müsst einfach mal ein bisschen rumtasten, was da jetzt richtig ist. Dann speichert ihr das Ganze und schließt das wieder und dasselbe machen wir halt auch mit der Handling Meter. Hier einfach euren Vehicle Name, also den Fahrzeugnamen eintragen. Groß oder klein sollte eigentlich egal sein. Ich mache es immer klein, das funktioniert auch trotzdem. Müsst ihr auch hier einfach probieren, was besser ist. So, jetzt könnten wir es halt so reinziehen und jetzt machen wir es mal so, als wäre es ein Replace Auto. Das heißt, wir löschen jetzt hier einfach alles raus und dann gehen wir hier mal zurück und auf Replace. Genau, da kriegen wir uns 3 Dateien, können auch 4 sein. Dann nehmen wir uns hier wieder unsere Autovorlage. Dann nehmen wir die Autovorlage und ziehen einfach nochmal die Dateien hier rein. Und dann in den Stream-Ordner kommen dann die 3 oder 4 Dateien. Davon brauchen wir jetzt auch nur wieder den Namen, also F2, STRG C. Und dann gehen wir jetzt in die Vehicles-Meter rein
öffnen. Und jetzt steht hier überall Firetruck drin. Einfach so wegmachen, ersetzen und dann muss ich jetzt hier FQ2 eingeben und dann speichern, Steuerung S und dasselbe auch mit der Handling Meter. Wie gesagt, hier habe ich alles klein, könnt ihr auch groß schreiben, müsst ihr euch mal rumtasten. So, und jetzt ist euer Fahrzeug auch schon fertig. So können wir es jetzt in unseren FTP-Browser reinziehen. Das mache ich mal ganz kurz. Hier einfach Auto 1 reinziehen, dann übernimmt er hier 7 Dateien. Dann lädt er die hoch. In der Zwischenzeit, wo der hochlädt, können wir dann schon mal in die Server-Config gehen. Das heißt, wir gehen hier zurück, Server-Config, Ansehen bearbeiten. Und dann starten wir Auto 1, genau. Also Start Auto 1. Speichern, hochladen, bis das hier alles weg ist. Und das war es eigentlich auch schon. Einfach Server restarten. Also die Replays und das Add-on-Auto haben wir jetzt 5M ready gemacht, sprich wir haben das auf unseren Server gezogen. Andernfalls, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne ein Fahrzeug haben, aber ich möchte das geändert haben vom Skin her, aber ihr habt keine Lust, das selber im Photoshop zu bearbeiten, dann könnt ihr euch dementsprechend einen Paintjob herunterladen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Paintjob und ihr seht, das ist jetzt ein Bus von der BVG Berlin und da das ein Paintjob ist, ist da nie das ganze Fahrzeug drin, sondern nur die Texture. Damit ich das ganze Fahrzeug bekomme, müssen wir hier in die Beschreibung gehen und dann steht das hier oft drin. Downloadet zuerst das Originalvehikel oder so. Das nehmen wir jetzt hier mal hin. Also das ist in dem Fall das hier. Das ist in London, ein Londoner Bus. Den müssen wir uns erstmal downloaden. Dann können wir hier in den Ordner reingehen und das ist dann hier der Bus. Dann haben wir hier den Paintjob, den müssen wir auch runterladen. Können wir auch öffnen und das ist dann jetzt hier nur die Texture. Dementsprechend können wir jetzt hier nochmal einen neuen Ordner erstellen. Dann streiche ich das immer raus. Und da machen wir jetzt hier einfach mal den Bus, also die Bus-Textures rein. Also von dem originalen Bus. Gehen wir in OpenIV rein, dann einmal hier reinziehen. Und das ist dann jetzt hier auch unser Bus, den wir halt geändert haben wollen. Dafür gehen wir dann in den Ordner rein, wo die Texture drin ist. Und ja, dann gehen wir in den Stream-Ordner hier rein, sodass das dann so aussieht. Also rechts ist die Texture und links ist der Stream-Ordner mit den anderen Files drin. Jetzt ersetzen wir es einfach mal. Hier Dateiname C ersetzen und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf unser Bus gehen, dann sehen wir, okay, er ist gelb. Und damit haben wir uns ein wenig Zeit gespart beim Designen eines Busses oder eines anderes Fahrzeuges. Die Fahrzeuge könnt ihr alle frei wählen. Es gibt halt von Feuerwehr bis Hotdog-Stand oder so gibt es alles. Da könnt ihr euch halt viel Zeit sparen beim Umskinnen. Ist auf jeden Fall nützlich. Das wollte ich auch einfach nochmal angesprochen haben, bevor da jetzt nochmal Fragen kommen, wofür dann dieses Paintjob da ist oder so. Genau. Wenn ihr es dann habt, könnt ihr OpenIV schließen, denn das ist ja hier auch sofort replaced worden. Das können wir dann hier sofort auch reinziehen. Das benenne ich mal ganz kurz Auto 2, da wir ja schon Auto 1 haben. So, dann ziehen wir das hier in unseren FTP-Browser rein und dann starten wir das Ganze auch in der Server-Config. So, wenn ihr speichert und hochladet, dann ist das eigentlich auch schon alles gewesen. Dann gehen wir jetzt mal auf unseren Server und dann werden wir es einfach mal testen. So, wenn wir jetzt hier auf unserem Server sind, dann gehen wir einfach mal mit F8 in die Konsole und tippen einfach mal Refresh ein und dann einfach mal Start unser Auto. Wir haben das jetzt Auto 1 und Auto 2 genannt. Deshalb schreiben wir jetzt auch einfach rein Auto 1 und dementsprechend Start Auto 2. In dem Fall wird das jetzt nicht gestartet, weil die schon gestartet worden sind, da ich einen Server Restart gemacht hatte. Und ja, also in dem Fall können wir einfach /k eintippen und dann brauchen wir jetzt mal kurz den Autonamen. Dazu gehen wir einfach mal hier rein, Fahrzeuge, nochmal und dann einfach Steuerung F und dann einfach Auto eingeben und dann haben wir hier schon unser richtiges Auto, FQ2 heißt das, tippen wir es einfach mal ein und ihr solltet es auch schon laden. Wenn jetzt oben keine Meldung kommt, dann ist es sehr gutes Zeichen. Hoppala. Und da ist es auf jeden Fall unser Auto, was wir eingefügt haben. Das ist jetzt ein Replace-Auto. Und ja, das gleiche geht halt auch mit Add-on-Autos. Und jetzt fahren wir kurz raus, damit wir unseren Bus bauen können, ohne dass wir hier irgendwie behindert werden. Und tippen einfach mal ein /k und dann Bus. So, das ist jetzt der Bus, weil ich aus Versehen noch eine andere Ressource drin hatte, die auch den
Spawn am Bus hatten, deshalb werde ich kurz nochmal den Server restarten. Ich habe den Server einmal restartet und jetzt können wir auch mal den Bus spawnen. Das sollte jetzt auch der richtige Bus sein. Wir kriegen keine Meldung, dass dieses Vehikel nicht existiert. Und wie wir sehen, der Bus ist jetzt drin. Mit allen drum und dran ist der Bus jetzt drin und der wurde retextured. Davor war er, wie gesagt, in London-Style, jetzt ist er in Berlin-Style. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr mich kontaktieren wollt, ich habe Discord, ihr könnt mich einfach adden. Alles ist in der Videobeschreibung. Alle Fahrzeuge sind in der Videobeschreibung. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.